Deutsch lernen wie ein Kind, spielerisch und effektiv. Viele Menschen sagen, wenn du wirklich eine Sprache lernen willst, musst du es machen wie ein Kind. Auf den ersten Blick klingt das logisch. Kinder lernen ihre Muttersprache ohne Grammatikbücher, ohne Wortlisten und ohne Prüfungen. Sie sprechen einfach drauf los und scheinen alles mühelos aufzunehmen. Aber hier liegt ein Missverständnis. Kinder lernen nicht deshalb schnell, weil sie Kinder sind, sondern weil sie in einer bestimmten Umgebung leben. Sie sind komplett von Sprache umgeben. Sie hören sie von morgens bis abends. Sie haben keine Wahl, sie müssen sie benutzen, um sich auszudrücken. Außerdem lernen Kinder nicht perfekt. Ein Kind macht tausende Fehler, wiederholt sich ständig, spricht unvollständige Sätze. Doch das stört niemanden. Gerade weil es ein Spiel ist, weil es Teil des Alltags ist, wächst die Sprache organisch. Wenn Erwachsene sagen, lernen wie ein Kind, meinen sie eigentlich lernen in einer Umgebung voller Input. Lernen durch Ausprobieren, nicht durch ständiges Korrigieren. Lernen mit Neugier, mit Spiel und mit Freude. Und genau das kannst du auch als Erwachsener nutzen. Es ist kein exklusives Privileg der Kindheit. Du kannst dein Gehirn mit denselben Prinzipien trainieren, nur bewusster, weil du heute die Methoden dazu verstehst. Die Wahrheit ist, Kinder haben nicht die magische Fähigkeit, Sprachen schneller zu lernen. Sie haben einfach eine Lernumgebung, die ihnen keine andere Wahl lässt. Wenn du diese Prinzipien in dein Leben holst, wirst du feststellen, auch als Erwachsener kannst du Deutsch auf natürliche und spielerische Weise meistern. Wenn wir Kinder beobachten, sehen wir, Sprache wächst nicht aus Lehrbüchern, sondern aus Erlebnissen. Kinder hören tausende Stunden Sprache, bevor sie ihre ersten Worte sprechen. Sie leben in einer Umgebung, in der Sprache überall ist. Zu Hause, auf dem Spielplatz, im Kindergarten. Das Entscheidende: Kinder lernen durch Nachahmung. Sie hören einen Satz und wiederholen ihn, manchmal falsch, manchmal unvollständig. Doch jedes Mal wird die Struktur ein Stück tiefer im Gehirn verankert. Beispiel: Ein Kind hört: Ich will Wasser. Zuerst sagt es vielleicht nur Wasser, dann Ich Wasser und irgendwann korrekt Ich will Wasser. Die Sprache baut sich Schicht für Schicht auf, durch ständige Wiederholung im echten Kontext. Außerdem nutzen Kinder den Körper beim Lernen. Sie zeigen, sie deuten, sie probieren aus. Sprache ist nie nur Theorie, sie ist Handlung. Das Gehirn verbindet Wörter mit Bewegungen, Gesten und Situationen. Noch ein Punkt: Kinder haben keine Angst vor Fehlern. Sie sprechen einfach drauf los, egal ob der Satz grammatikalisch stimmt oder nicht. Fehler sind für sie kein Makel, sondern Teil des Spiels. Und genau dadurch sammeln sie unzählige Stunden echter Praxis. Für Erwachsene bedeutet das, je mehr du Sprache hörst, desto natürlicher klingt sie für dich. Je öfter du sie nachahmst, desto tiefer prägt sie sich ein. Je weniger Angst du vor Fehlern hast, desto schneller gewinnst du Sicherheit. Kinder lernen nicht, weil sie besser sind, sondern weil sie die perfekte Mischung aus Input, Nachahmung und Spiel haben. Und diese Mischung kannst du auch als Erwachsener nachbauen. Wenn Kinder ihre Muttersprache lernen, ist sie überall. Sie hören sie beim Frühstück, beim Spielen, beim Einkaufen. Sprache ist nicht Lernstoff, sondern die Luft, die sie atmen. Dieses Phänomen nennen wir Immersion.
Das vollständige Eintauchen in eine Sprache. Und genau das macht den Unterschied zwischen mühsamem Pauken und natürlichem Aufnehmen. Stell dir vor, du bist in Deutschland. Überall um dich herum hörst du Deutsch. Im Radio, in Gesprächen, auf Schildern. Du verstehst anfangs wenig, aber dein Gehirn beginnt automatisch Muster zu erkennen. So wie ein Kind es tut. Das Geheimnis der Immersion ist, dein Gehirn wird gezwungen, ständig Kontakt mit der Sprache zu haben. Nicht nur 10 Minuten Vokabel lernen, sondern viele Stunden Input, bewusst und unbewusst. Natürlich kannst du nicht immer sofort in ein deutschsprachiges Land ziehen. Aber du kannst dir auch zu Hause eine Art Mini-Immersion aufbauen. Hör Podcasts oder Musik auf Deutsch, auch wenn du nicht alles verstehst. Schau Serien oder YouTube-Videos auf Deutsch, am besten mit Untertiteln. Beschrifte Gegenstände in deiner Wohnung mit den deutschen Wörtern. Jeder kleine Kontakt zählt. Denn das Gehirn lernt durch Wiederholung in unterschiedlichen Kontexten. Je mehr du dich in die Sprache eintauchst, desto natürlicher wird sie für dich. Das ist der große Vorteil. Immersion verwandelt Deutsch von einem Schulfach in einen Teil deines Lebens. Und genau so lernen Kinder. Nicht durch isolierte Lektionen, sondern durch ständige Begegnungen mit der Sprache. Wenn du das Prinzip der Immersion in deinen Alltag integrierst, wirst du merken, Deutschlernen fühlt sich weniger wie Arbeit an und mehr wie Leben. Kinder hören dieselben Wörter und Sätze hunderte Male, bevor sie selbst benutzen. Doch diese Wiederholung passiert nicht trocken wie beim Pauken, sondern eingebettet in echte Situationen. Ein Kind hört immer wieder: Willst du Wasser? Zuerst versteht es vielleicht nur den Tonfall. Dann erkennt es das Wort Wasser. Schließlich sagt es selbst Wasser. Und irgendwann ganz korrekt: Ich will Wasser. Das Geheimnis liegt in der Wiederholung mit Bedeutung. Jedes Mal, wenn das Kind den Satz hört, ist er mit einer Handlung verbunden. Trinken, zeigen, bekommen. So wird Sprache automatisch mit Erfahrung verknüpft. Als Erwachsene machen wir oft den Fehler, Wörter isoliert zu wiederholen. Wir schreiben sie 10-mal auf, sprechen sie aus, aber ohne echten Zusammenhang. Kein Wunder, dass sie schnell wieder verschwinden. Wenn du wie ein Kind lernen willst, brauchst du Wiederholung im Kontext. Das bedeutet, verwende ein Wort in unterschiedlichen Situationen. Sag nicht nur das Glas, sondern stell dir vor, du bestellst ein Glas Wasser im Restaurant. Oder du gibst jemandem ein Glas in die Hand. Oder du hörst, wie jemand fragt: Wo ist mein Glas? Jede Szene ist eine neue Verknüpfung. Und je mehr Verknüpfungen, desto stabiler bleibt das Wort im Gedächtnis. Darum sind Hörbücher, Dialoge und Rollenspiele so wirksam. Sie liefern dir nicht nur Wörter, sondern Wörter in Bewegung, im Gespräch, in Handlung, im Alltag. Mach also aus Wiederholung kein trockenes Ritual. Mach sie lebendig. Wiederhole Wörter und Sätze in Bildern, in Situationen, in kleinen Spielen. So wird dein Gehirn sie nicht nur speichern, sondern auch abrufen, wenn du sie brauchst. Wenn wir Kinder beobachten, sehen wir, sie lernen nicht nur durch Hören und Nachahmen, sie lernen durch Spielen. Ein Kind nimmt eine Puppe und erfindet eine Geschichte. Es baut mit Bauklötzen und beschreibt, was es tut. Es experimentiert, kombiniert, probiert neue Wörter einfach aus. Das Spiel ist kein Extra. Es ist das Herz des Lernens. Denn im Spiel gibt es keine Angst vor Fehlern. Alles darf ausprobiert werden, alles ist erlaubt. Und genau diese Freiheit ist es, die Sprache wachsen lässt. Als Erwachsene verlieren wir oft dieses spielerische Element. Wir wollen korrekt sein, wir wollen perfekt sprechen.
Doch Perfektion bremst, Spiel hingegen öffnet. Darum ist es so kraftvoll, auch beim Deutschlernen wieder spielerisch zu werden. Du kannst kleine Rollenspiele machen. Stell dir vor, du bist im Restaurant und sprich den Dialog. Oder tu so, als wärst du an der Bahnhofskasse und kaufst ein Ticket. Du kannst auch mit simplen Spielen arbeiten. Schreib Wörter auf Zettel und zieh sie zufällig. Dann bilde damit einen Satz. Nutze Memory- oder Bildkarten, um Vokabeln in Bewegung zu bringen. Spiele mit Apps oder Gamification-Methoden, die Lernen wie ein Spiel erscheinen lassen. Der Schlüssel ist nicht, dass es kindisch wirkt, sondern dass es Spaß macht. Wenn du Freude hast, lernst du tiefer und nachhaltiger. Dein Gehirn schüttet Dopamin aus und Dopamin ist wie Dünger für Erinnerungen. Also, fang an, Deutsch nicht nur zu pauken, sondern zu spielen. Je mehr du dich traust, zu improvisieren und zu experimentieren, desto schneller wird die Sprache lebendig. Vielleicht denkst du jetzt, das klingt schön, aber ich bin kein Kind mehr. Kann ich das wirklich umsetzen? Die Antwort ist ja und sogar besser, weil du bewusst entscheiden kannst, wie du lernst. Als Erwachsener hast du Vorteile, die Kinder nicht haben. Du kannst Methoden wählen, Materialien aussuchen und Strukturen aufbauen. Du verstehst, wie Lernen funktioniert und kannst die Prinzipien bewusst einsetzen. Immersion schaffen. Du kannst deine Umgebung sprachlich gestalten. Stell dein Handy auf Deutsch, höre Podcasts, schau Serien. Selbst 15 Minuten am Tag bringen mehr als eine trockene Stunde Vokabeln. Spielen wie ein Kind. Erlaube dir, Sprache spielerisch zu nutzen. Mach Rollenspiele, sprich mit dir selbst, erfinde Dialoge. Es ist egal, ob du Fehler machst. Wichtig ist, dass du Wörter aktiv in Bewegung bringst. Wiederholung im Kontext. Anstatt isolierte Listen zu lernen, setze Wörter in Sätze, Szenen und kleine Geschichten. Jedes Mal, wenn du sie in einem neuen Zusammenhang nutzt, wird die Erinnerung stärker. Fehler akzeptieren. Kinder haben keine Angst davor, falsch zu sprechen. Sie probieren aus. Wenn du denselben Mut entwickelst, wirst du schneller Fortschritte machen. Neugier nutzen. Stelle Fragen wie ein Kind. Warum sagt man im Bus und nicht in dem Bus? Warum benutzt man hier den Dativ? Neugier bringt Energie in den Lernprozess. Als Erwachsener kannst du all diese Strategien bewusst einsetzen. Du musst nicht warten, dass die Sprache passiert. Du kannst dein eigenes Lernumfeld erschaffen, eins, das Spaß macht, lebendig ist und dich jeden Tag ein Stück weiterbringt. Viele denken, Immersion sei nur möglich, wenn man nach Deutschland zieht. Doch das stimmt nicht. Du kannst auch zu Hause eine Art Mini-Deutschland erschaffen und dein Gehirn wird genauso profitieren. Sprache um dich herum. Stell dein Handy, deinen Computer und deine Apps auf Deutsch um. Jedes Mal, wenn du eine Nachricht liest oder eine Einstellung änderst, bekommst du unbewussten Input. Deutsch hören. Lass im Hintergrund deutsche Podcasts, YouTube-Videos oder Musik laufen. Auch wenn du nicht jedes Wort verstehst, trainiert dein Gehirn Klangmuster und Intonation. Objekte beschriften. Schreib kleine Zettel mit den deutschen Wörtern und kleb sie auf Alltagsgegenstände. Der Kühlschrank, die Tür, der Spiegel. Jedes Mal, wenn du siehst, wiederholst du unbewusst. Sprechen mit dir selbst. Beschreibe, was du gerade tust. Auf Deutsch. Ich koche Nudeln. Ich gehe ins Wohnzimmer. Es klingt vielleicht komisch, aber es funktioniert. Virtuelle Immersion. Nutze Online-Communities oder Tandem-Apps, um echte Gespräche mit Muttersprachlern zu führen.
Schon 10 Minuten pro Tag bringen enorme Fortschritte. Diese kleinen Schritte summieren sich. Vielleicht sind es nur 5 Minuten hier und 10 Minuten da, aber zusammen ergeben sie Stunden an zusätzlichem Kontakt mit der Sprache. Genau das ist Mikroimmersion. Du baust Deutsch in dein Leben ein, ohne nach Deutschland reisen zu müssen. Es wird Teile deines Alltags, so wie es bei Kindern von Natur aus der Fall ist. Wenn du diese Umgebung regelmäßig schaffst, wirst du merken, Deutsch lernen fühlt sich nicht mehr wie Lernen an, sondern wie Leben. Kinder machen ständig Fehler, wenn sie sprechen. Sie sagen ich gehte statt ich ging, 2 Fuß statt 2 Füße. Und niemand lacht sie aus oder erwartet Perfektion. Im Gegenteil, Fehler sind ein Zeichen dafür, dass sie ausprobieren und lernen. Als Erwachsene dagegen fürchten wir uns vor Fehlern. Wir wollen korrekt klingen, wir wollen keine peinlichen Momente erleben. Doch genau diese Angst blockiert uns. Sie verhindert, dass wir sprechen, ausprobieren, experimentieren. Darum ist es so wichtig, Fehler neu zu betrachten, nicht als Problem, sondern als Teil des Spiels. Wenn du wie ein Kind lernst, wirst du merken, jeder Fehler ist ein Schritt nach vorne. Denn jeder Fehler zeigt dir, dass du aktiv versuchst, Sprache zu benutzen. Stell dir vor, du sagst im Restaurant, ich möchte ein Wasser bitte. Vielleicht ist es grammatikalisch nicht perfekt, aber du wirst verstanden. Und beim nächsten Mal korrigierst du dich automatisch. Oder du sagst, ich gehe zu die Stadt. Ein Muttersprachler antwortet, ach, du gehst in die Stadt. Schon hast du etwas gelernt, ohne ein Lehrbuch aufzuschlagen. Fehler sind also keine Mauern, sondern Brücken. Sie führen dich von deinem jetzigen Niveau zum nächsten. Wenn du dich traust, Fehler zu machen, öffnest du dir die Tür zu echter Praxis. Du sprichst mehr, du hörst mehr Rückmeldungen, du lernst schneller. Kinder wachsen, weil sie nicht auf Perfektion warten. Sie sprechen jetzt und verbessern sich unterwegs. Genau das solltest du auch tun. Mach Fehler zu deinem Spiel. Jeder Fehler ist ein Hinweis, jeder Fehler ist ein Lehrer. Und je mehr du spielst, desto besser wird dein Deutsch, ganz automatisch. Kinder stellen unzählige Fragen. Warum ist der Himmel blau? Warum sagt man das so? Diese ständige Neugier ist ihr Motor beim Lernen. Auch beim Sprachenlernen macht genau diese Haltung den Unterschied. Wer neugierig ist, entdeckt Muster, Zusammenhänge und Ausnahmen. Er fragt nicht nur, wie heißt das, sondern auch, warum benutzt man dieses Wort hier? Als Erwachsener kannst du diese kindliche Neugier bewusst trainieren. Stelle Fragen, auch wenn sie banal wirken. Suche nach Erklärungen, aber bleib offen dafür, dass nicht alles sofort Sinn macht. Spiele mit Sprache, so wie Kinder es tun. Ebenso wichtig ist die Spontanität. Kinder planen nicht lange, bevor sie etwas sagen. Sie probieren einfach. Sie setzen Wörter zusammen, testen Sätze, lachen über ihre Fehler. Und genau dadurch sammeln sie enorme Erfahrung. Viele Erwachsene warten, bis sie bereit sind zu sprechen. Sie wollen zuerst Grammatikregeln beherrschen, bevor sie loslegen. Doch diese Haltung hält dich zurück. Wenn du wie ein Kind lernen willst, musst du dir erlauben, spontan zu sein. Sag, was dir einfällt. Auch wenn es unvollständig oder falsch ist, Hauptsache, du benutzt die Sprache. Neugier bringt dich dazu, ständig Neues zu entdecken. Spontanität sorgt dafür, dass du dieses Wissen sofort ausprobierst. Zusammen ergeben sie den schnellsten Weg zu echtem Sprachgebrauch. Erlaube dir also, Fragen zu stellen wie ein Kind. Erlaube dir, spontan Sätze zu bilden, auch wenn sie nicht perfekt sind.
Denn genau in dieser Mischung aus Neugier und Spontanität steckt die Magie des Sprachenlernens. Am Ende geht es nicht darum, Kind zu sein. Es geht darum, wie ein Kind zu lernen. Mit Neugier, mit Freude und ohne Angst vor Fehlern. Kinder tauchen in Sprache ein, ohne sie zu analysieren. Sie wiederholen, ohne es langweilig zu finden. Sie spielen, ohne auf Perfektion zu warten. Und genau dadurch wachsen sie in ihrer Sprache hinein. Als Erwachsener hast du den Vorteil, diese Prinzipien bewusst einzusetzen. Du kannst Immersion schaffen, indem du dich täglich mit Deutsch umgibst. Du kannst Wiederholung lebendig machen, indem du Wörter in echte Szenen einbaust. Du kannst Fehler akzeptieren, nicht als Makel, sondern als Schritte nach vorne. Und du kannst dir erlauben, neugierig und spontan zu sein, so wie ein Kind. Das Wichtigste ist die Haltung. Wenn du Deutsch als Pflicht siehst, wird es schwer. Wenn du es als Spiel betrachtest, als Abenteuer, als Entdeckung, dann wird es leicht. Und je leichter es sich anfühlt, desto mehr Energie wirst du haben, dran zu bleiben. Also, mach dein Lernen spielerisch. Schaffe dir kleine Momente der Immersion. Wiederhole im Kontext, nicht in Listen. Trau dich zu sprechen, auch wenn es noch holprig klingt. Mit dieser Einstellung wird Deutsch Schritt für Schritt ein natürlicher Teil deines Lebens. Nicht über Nacht, nicht durch Magie, sondern durch Leichtigkeit, Konsistenz und Spiel. So lernst du wie ein Kind und doch mit der Bewusstheit eines Erwachsenen. Und genau diese Kombination macht dich unschlagbar.